Steuern. Ein Thema, das viele Investoren abschreckt. Genau darauf werden wir in diesem Video eingehen. Wir werden uns anschauen, welche Steuern denn bei Investments überhaupt erhoben werden und wie genau wir unsere Steuerlast drastisch reduzieren können. Viel Spaß mit dem Video. Steuern auf Investments, Dividenden oder Zinsen müssen in Deutschland nicht selbst abgeführt werden, sondern das wird automatisch durch die Bank oder den jeweiligen Broker übernommen, insofern dessen Sitz in Deutschland ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil, den wir hier haben. Hier stellt sich natürlich die Frage, was denn überhaupt alles versteuert werden muss in Deutschland. Versteuert werden müssen zunächst einmal realisierte Gewinne aus Wertpapieren oder auch Dividenden. Gleiches gilt für Zinserträge aus Festgeld, Tagesgeld oder Anleihen. Diese Gewinne müssen versteuert werden mit der Kapitalertragssteuer, eine sogenannte Quellensteuer in Höhe von 25%. Hinzu kommt noch der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5%. Je nach Bundesland kommt gegebenenfalls noch eine Kirchensteuer von 8 bis 9% obendrauf. Somit beläuft sich die Mindestbesteuerung auf 26,375%, bestehend aus 25% Kapitalertragssteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag. Somit haben wir jetzt schon mal einen Überblick darüber, welche Steuern denn überhaupt in welcher Höhe erhoben werden. Und genau dort knüpfen wir jetzt auch an und schauen uns die simpelste Methode an, wie wir Steuern sparen können. Und zwar den Sparerpauschbetrag. Der Sparerpauschbetrag ist eine gesetzlich festgelegte Pauschale, die aktuell 1.000 Euro beträgt, bzw. 2.000 Euro bei Ehepaaren. Um diese zu bekommen, müsst ihr bei der Bank oder eurem Broker den Freistellungsauftrag einreichen. Wenn ihr dann den Freistellungsauftrag eingerichtet habt, sind Gewinne, Zinserträge und Dividenden bis zu einem Gesamtvolumen von 1.000 Euro pro Jahr steuerfrei. Erst danach werden Steuern fällig. Das bedeutet beispielsweise, dass euer Gesamtvolumen aus realisierten Gewinnen, Dividenden und Zinserträgen vielleicht bei 1.050 Euro lag in diesem Jahr, ihr gerade einmal 50 Euro versteuern müsst. Da sich der Freistellungsauftrag im Normalfall schnell und einfach einrichten lässt, ist es eine simple Möglichkeit, Steuern zu sparen. Schauen wir uns jetzt also direkt die nächste Möglichkeit an, Steuern zu sparen. Hierbei handelt es sich um den Teilfreistellungsauftrag. Der Teilfreistellungsauftrag beschränkt sich auf Aktienfonds, die mindestens 51% in Aktien halten. Dabei gibt es dann aber die Möglichkeit, 30% seiner Steuern zurückerstattet zu bekommen durch das Finanzamt. Die Teilfreistellung wurde gesetzlich festgelegt, weil Gewinne aus Aktienfonds, wie zum Beispiel ETFs, doppelt versteuert werden. Diese Teilfreistellung müsst ihr aber mit eurer Steuererklärung beim Finanzamt selbst einreichen. Dadurch könnt ihr aber eure Mindestbesteuerung von 26,375% auf gerade einmal 18,46% senken. Also ein sehr lohnenswerter Prozess. ETFs bieten aber auch außerhalb dessen noch einen großen Vorteil, und zwar vor allem in Null- oder Negativzinsphasen. Hierbei geht es konkret um die tesorierenden ETFs. Diese geben nämlich dem Anleger die Möglichkeit, vom Steuerstundungseffekt zu profitieren. Das bedeutet, dass ein tesorierender ETF die Ausschüttungen und Gewinne intern sofort reinvestiert und damit darauf keine Steuern gezahlt werden müssen. Das Ganze war dem Finanzamt natürlich ein Dorn im Auge und deswegen gab es 2018 eine Steuerreform. Seitdem gibt es die Vorabpauschale. Diese wird berechnet auf Basis der Performance des ETFs und des Basiszins, der durch die EZB festgelegt wird. Das Gute ist natürlich, dass genau diese Vorabpauschale nur in gewissen Phasen greift. Nicht greifen tut sie zum Beispiel, wenn der Basiszins null oder negativ ist oder die Kursperformance des Aktien-ETFs negativ war. Deswegen können wir für diesen Punkt zusammenfassen, dass man vielleicht tesorierende ETFs ausschüttenden vorziehen sollte. Aber auch nur, solange der Steuerfreibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. Und damit gehen wir jetzt auch schon weiter zum nächsten Punkt, über den wir Steuern sparen können, und zwar dem sogenannten Tax-Loss-Harvesting, dem bewussten Realisieren von Kursverlusten. Beim Tax-Loss-Harvesting nutzt man die Verlustverrechnungstöpfe aus. Von denen gibt es genau 3 Stück, von denen 2 interessant sind. Zum einen der Verlustverrechnungstopf für Aktien und der Verlustverrechnungstopf für Sonstiges. Unter Sonstiges fallen beispielsweise Aktienfonds wie ETFs. Diese Verlustverrechnungstöpfe können aber nicht untereinander verrechnet werden. Das heißt beispielsweise kann der Aktientopf nicht mit dem sonstigen Topf verrechnet werden. Somit können nur Gewinne aus Aktien mit Verlusten aus Aktien verrechnet werden und nur Gewinne aus ETFs mit Verlusten aus ETFs. Der große Vorteil hierbei ist, dass diese Verrechnungstöpfe jahresübergreifend sind. Das bedeutet zum Beispiel, Verluste aus dem letzten Jahr können in diesem Jahr immer noch verrechnet werden. Somit bieten diese Verlustverrechnungstöpfe Investoren die Möglichkeit, Kursgewinne oder Kursverluste strategisch klug zu realisieren. Und somit können wir jetzt auch diesen Punkt abhaken. Gehen wir also über zur nächsten Möglichkeit. Diese richtet sich vor allem an Leute, deren Einkommenssteuer unter 25% liegt. Der sogenannten Günstigerprüfung. Die Günstigerprüfung kann beim Finanzamt beantragt werden und sorgt dafür, dass die Steuerlast reduziert wird, insofern die Einkommenssteuer bei unter 25% liegt. Und zwar wird dann statt der Kapitalertragssteuer die Einkommenssteuer bei der Realisierung von Kursgewinnen, Dividenden oder Zinsen fällig. So viel sei gesagt dazu. Gehen wir jetzt über zum nächsten Punkt, der sogenannten NV-Bescheinigung. Diese richtet sich an diejenigen, deren Einkommen niedriger ist als der Grundfreibetrag. Die NV-Bescheinigung kann beim Finanzamt beantragt werden und dann beim Broker eingereicht werden.
Das sorgt dafür, dass die Kapitalertragssteuer nicht mehr direkt ans Finanzamt abgeführt wird und die Steuerlast somit auf 0% sinkt. Diese Steuerbefreiung bringt natürlich einen riesigen Vorteil für zum Beispiel Juniordepots, Studierende oder Auszubildende mit sich. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu diesen Steuersparmethoden in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.